Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Vor längerer Zeit hatte ich schon eine Idee und die werde ich heute in die Tat umsetzen. Und zwar baue ich mir eine weitere Einheit fahrende Ritter von Bretonnia. An sich machen fahrende Ritter ja nun nicht so viel Sinn, weil sie sind nichts Besseres als berittene menschliche Krieger mit ein paar kleinen Vorteilen. Aber so schlagkräftig wie Ritter des Königs, Questritter oder gar Gralsritter sind sie bei weitem nicht. Trotzdem haben es mir gerade die fahrenden Ritter angetan, einfach wegen der Abenteuerlust und dem Draufgängertum. Das passt einfach immer gut zu Rittern, vor allem zu jungen Rittern. Was ich an dieser Einheit anders machen möchte, ist schlicht und simpel, dass sie keine Lanzen haben. Der Hintergrund daran ist einfach, dass ich mir überlegt habe, warum nicht mal eine Einheit darstellen, die den ersten Angriff schon hinter sich haben, sprich die Lanzen sind verbraucht und die gesamte Einheit benutzt die Nahkampfwaffen. Also wird es Zeit, Schwerter, Äxte und Streitkolben auszupacken. Im Gegensatz zu sonst geht es diesmal nicht mit einem Abriss los, weil die Teile sind ohnehin einzeln. Das heißt allerdings auch, es muss viel gestiftet werden, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Das ist diesmal vor allem wichtig, weil die Einzelteile von bis zu 3 unterschiedlichen Designern verwendet werden. Den Anfang unseres Ritters machen Kopf und Oberkörper. Sowohl in Oberkörper als auch in den Kopf werden Löcher für Messingstifte gebohrt. Und hier zeigt sich jetzt auch, warum die so wichtig sind. Monstrous Encounters hat, mal abgesehen vom Kopf, überall glatte Klebeflächen und Lost Kingdom hat Einbuchtungen, in die die Einzelteile eingesetzt werden können. Um das Modell miteinander zu verbinden, kommt Sekundenkleber und etwas Leim in die Ausbuchtung. Der Sekundenkleber fixiert die Teile und der Leim sorgt dafür, dass der Hohlraum gefüllt wird. Gleichzeitig führt er auch dazu, dass die ganze Klebekonstruktion etwas mehr Flexibilität hat. Denn Sekundenkleber ist, wie wir alle wissen, recht brüchig. Den überschüssigen Kleber wische ich einfach mit einem Pinsel ab. Da der Lanzenangriff bereits vorbei ist, brauchen die Ritter natürlich Nahkampfwaffen. Das heißt, es werden Schwerter, Äxte und Streitkolben gebraucht. Die Schwerter von Monstrous Encounters sind meistens etwas kurz und viele sind auch nicht besonders schön. Also werden die ausgetauscht gegen verkleinerte Zweihandschwerter, die ebenfalls von Monstrous Encounters stammen. Das sieht etwas besser aus und außerdem auch etwas eleganter. Das alte Schwert wird abgetrennt und Hand und Schwert werden angebohrt und mit Messingstiften versehen. Das Schwert ist jetzt ein wenig sehr lang und deshalb wird der Griff noch etwas verlängert. Das geschieht auf die gleiche Weise wie vorher der Austausch der Klinge. Wobei man allerdings hier aufpassen muss, ist, dass an der richtigen Stelle gebohrt wird. Es ist ziemlich verführerisch, direkt von oben durch die Hand zu bohren. Das kann allerdings dazu führen, dass der Bohrer an der falschen Stelle aus der Hand herauskommt und der Winkel des Griffs nicht mehr stimmt und dann schief ist. Deswegen ist es meistens sinnvoll, 2 Löcher zu bohren oder den Griff zu lassen, wie er ist. Ich gebe an dieser Stelle aber auch offen zu, dass ich es auch immer wieder ausprobiere, mit einer Bohrung auszukommen. Das klappt manchmal und manchmal eben auch nicht. Nach dem Champion der Einheit geht's mit dem Standartenträger weiter. Genauso wie beim Champion fange ich hier erstmal damit an, den Oberkörper auf die Beine zu setzen. Da die Teile wie vorher ja von unterschiedlichen Designern stammen, muss wieder mit Messingstiften gearbeitet werden. Zusammengeklebt wird alles wieder mit einer Mischung aus Leim und Sekundenkleber. Das hat sich über die Jahre einfach als eine der besten Varianten ergeben, unterschiedliche Teile zusammenzukleben, gerade im Bereich Zinn und Resin. Wenn dann der Kleber getrocknet ist, kommen die Arme an die Reihe. Bei Games Workshop Rittern ist es ja so, dass der Bannerträger das Schild in der linken und das Banner in der rechten hat. Von einem realistischen Standpunkt aus gesehen macht das allerdings wenig Sinn, weil weder der Bannerträger noch der Musiker, der sein Instrument auch in der rechten Hand trägt, werden mit der Bannerstange oder dem Instrument zuschlagen. Also habe ich die Teile kurzerhand einfach vor dem Drucken gespiegelt und das Banner und später auch das Instrument des Musikers, die Trompete, werden in der linken Hand getragen, damit er mit der rechten ein Schwert oder in diesem Fall des Bannerträgers eine Axt führen kann. Wie immer werden auch hier alle Teile durch Messingstifte verbunden, aber noch nicht zusammengeklebt. Der Grund, den habe ich ja oft genug schon gesagt, ist, es lässt sich einfach etwas besser bemalen, wenn die Teile noch nicht festgeklebt sind. Das trifft nicht auf alle Figuren zu, wenn aber zum Beispiel der Arm, der das Banner hält, bereits festgeklebt ist, hat man immer das Problem, dass die Bannerstange irgendwo gegendrückt und dann hat man entweder die Farben der Schabracke an der Stange oder das Braun der Stange an der Schabracke oder am Pferd oder am Modell irgendwo eben. Das kann man eben schön und einfach umgehen. Zum Schluss setze ich das Modell dann noch einmal aufs Pferd, einfach nur um zu schauen,
wie ich die Bannerstange positionieren muss und ob alles gut zusammenpasst. Natürlich braucht die Einheit auch einen Musiker. Der Oberkörper dazu stammt von Lost Kingdom Miniatures und weil das eigentlich der Musiker ist, der mir aber so wie er ist nicht gefällt, werden dem erstmal die Arme abgetrennt, um sie dann später durch welche von Monstrous Encounters zu ersetzen. Dazu werden natürlich auch wieder Löcher für Messingstifte gebohrt und die entsprechend in die Figur eingesetzt. Wie ich es ja schon beim Standartenträger vorher gesagt habe, habe ich die Teile gespiegelt, damit das Instrument in der linken ist und der Musiker genauso wie der Standartenträger sich am Kampf beteiligen kann. Die Teile werden zusammengesetzt, aber wie vorher auch nicht zusammengeklebt. Als nächstes werden Oberkörper und Beine miteinander verklebt. Diesmal wäre eigentlich kein Messingstift notwendig, weil die Teile vom selben Hersteller sind bzw. Designer und ineinander passen. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht, einfach weil es ein bisschen stabiler ist, als einfach nur eine Klebestelle zu haben. Wie vorher auch schon benutze ich Sekundenkleber und Leim, um Oberkörper und die Beine miteinander zu verbinden. Während die Sekundenkleber und Leimmischung fleißig vor sich hintrocknet, bekommt unser Musiker ein neues Schwert. Das ursprüngliche Schwert des Arms von Monstrous Encounters ist ein bisschen kurz. Ja, es gab bei GW früher auch einen Champion der Ritter des Königs, der hat auch ein relativ kurzes Schwert, aber nee, auf einem Pferd sitzt man und schwingt kein Kurzschwert, sondern ein Langschwert. Deswegen wird es ersetzt. Das neue Schwert stammt auch von Monstrous Encounters und war eigentlich mal ein Zweihänder. Den habe ich aber um ca. 10% verkleinert, damit er nicht mehr ganz so groß ist natürlich und auch einem normalen Schwert etwas ähnlicher sieht. Für alle von euch, die noch den Champion der fahrenden Ritter aus Metall kennen, der hatte auch ein relativ langes einhändiges Schwert und genau das hatte ich im Kopf, als ich dieses Schwert hier zusammengesetzt habe. Wie auch schon beim Champion vorher ist es wichtig, die Bohrung an der richtigen Stelle zu setzen, weil sonst ist das Schwert leicht schief und gerade bei einem Schwert fällt es besonders auf, wenn die Klinge und der Griff nicht auf einer Linie sind. Manchmal kann man dann ein bisschen was durch Biegen retten, aber am besten ist es wirklich sehr, sehr genau zu gucken, wo man bohrt. Allerdings kann ich euch an dieser Stelle auch gleich sagen, mir gelingt das auch nicht immer. Worauf ich hier verzichtet habe, ist es, den Griff zu verlängern, weil ich keine Lust hatte und es doch immer ein bisschen kompliziert ist, auch wenn die Handgriffe sehr einfach sind. Nachdem der Musiker jetzt fertig ist, wiederholen sich alle Schritte immer wieder, bis genug Ritter zusammengekommen sind, um die Einheit aufzufüllen. Das heißt, es wird weiter gebohrt, geschnitten, gesägt, Waffen werden ausgetauscht, neue Arme angesetzt, andere Köpfe eingesetzt, einfach nur, damit die Einheit ein bisschen lockerer wird. Und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Insgesamt habe ich 10 Ritter gebaut und die Damen und Herren sind jetzt in der Lage, Bretonnia zu verteidigen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist es hier durchnummeriert? Da kommt ihr jetzt wieder alle ins Spiel. Wer möchte, kann sich einen der Ritter aussuchen, schreibt dafür einfach nur die Farben und den Namen des Ritters mit seiner Nummer in die Kommentare und die Modelle werden dann wahrscheinlich in 2 Etappen angemalt. Natürlich kriegt auch jeder wieder eine kleine Geschichte. Normalerweise würde ich jetzt auch noch sagen, bitte seid gnädig mit mir. Aber da ich weiß, dass der Beer Warrior wieder auftauchen wird und sich irgendeine garstige Heraldik ausdenken wird, macht was ihr wollt. Ich nehme euch dann auf jeden Fall wieder alle mit auf dem Weg in den Wahnsinn. Bis dahin, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.